Von daher lassen wir uns doch mal damit einsteigen, dass wir noch mal kurz anschauen, was sind die Ziele aus unserer Sicht? Ich hoffe, das deckt sich auch mit Ihrer Sicht. Einen gemeinsamen Blick auf aktuelle und erwartbare zukünftige KI-Tools für Studierende. Wir wollen ganz klar nicht nur sagen, was ist denn jetzt Stand heute und wie kann man denn jetzt mit ChatGPT in der Bachelorarbeit betrügen oder so weiter, sondern wir wollen schauen, wo wird sich das hin entwickeln? Wir wollen ja über zukunftssichere Verfahren reden, also ein bisschen den Ausblick wagen, wo geht's hin und wie müssen wir darauf reagieren? Wir wollen auf Kompetenzen schauen. Ich meine, Lehre sollte an vielen Stellen kompetenzorientiert sein und wir sollten nicht nur sagen, oh, da kommen Betrugsmöglichkeiten oder wir sehen die Eigenständigkeit in Abschlussarbeiten nicht mehr richtig. Wir müssen irgendwas verbieten oder zusätzliche Prüfungselemente einführen, ohne dass wir uns vorher mal gefragt haben, was sollten unsere Studierenden eigentlich können und wie prüfen wir dann auch das ab, was sie können sollten. Also von daher geht es um Kompetenzen, aber es geht dann natürlich eben auch um Prüfungsformate, weil jetzt schon mal ein bisschen vorweggenommen, in dem Moment, wo man mal eine ganze Bachelor- oder Masterarbeit schreiben kann, indem man einfach sich bei irgendeinem US-Service einen Account anlegt, $20 dafür zahlt, das Thema eingibt, was einem der Betreuer gegeben hat, auf Play klickt und 20 Minuten später sein 80 Seiten PDF bekommt, was man einreicht. In dem Moment brauchen wir über unsere klassischen Abschlussarbeiten so nicht mehr reden. Und auch schon vorweggenommen, dieser Moment wird kommen. Und deswegen ist die Frage, welche Kompetenzen brauchen Studierende eigentlich in so einer Welt und welche Prüfungsformate sollten wir denn eigentlich in so einer Welt anlegen? Das ist so ein bisschen das Ziel. Frau Geisler hatte vorher ja auch gesagt, wir bewegen uns in einem rechtlichen Feld. Also ja, einerseits schon, wir sind natürlich an prüfungsrechtlichen Fragen und wir werden auch gleich zwischendurch rechtliche Aspekte erwähnen, aber noch so ein bisschen von der Erwartungshaltung vorweg. Wir haben Ihnen gerade gesagt, wir sind ein Volkswirt und ein Wirtschaftsinformatiker. Wir sind keine Juristinnen und Juristen. Wir haben natürlich in unseren Rollen ständig mit Prüfungsrecht zu tun und machen uns da auch Gedanken drüber. Aber Disclaimer, wir sind keine Juristinnen und Juristen und von daher ist das berührt, aber wir reden mehr über den Inhalt als die eine juristische Frage dabei. Aufgebaut haben wir das mit diesen 5 Punkten. Erstmal aktueller Stand zu KI in Abschlussarbeiten. Das mache ich. Dann übernimmt der Kollege Jung und spricht über den großen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist auch der rechtliche Rahmen, aber auch Ziele humanistischer Bildung. Und so, da machen wir einmal das ganz große Bild auf, kommen dann viel konkreter dazu, welche Kompetenzen prüfen wir denn mit Abschlussarbeiten typischerweise? Und auch da schon mal vorweg, ja, es gibt disziplinäre Unterschiede, absolut. Lassen Sie uns da auch darüber gerne diskutieren. Und dann kommen wir auf, wie sollten wir denn dann in Zukunft im Bereich von Bachelor-, Masterarbeiten, Abschlussarbeiten prüfen. Und am Ende ziehen wir ein kurzes Fazit und schauen, was wir heute gelernt haben. Das ist so der Plan. Wir haben zwischendurch Elemente, wo wir Sie fragen, wo wir Ihnen mal eine Menti-Umfrage geben und dann auch über die Ergebnisse diskutieren, wo wir gemeinsam auf einem Whiteboard arbeiten und darüber diskutieren. Wir haben auch viele Input-Teile wie den jetzt gerade. Wenn es dabei eine dringende Zwischenfrage gibt, melden Sie sich auch gerne, dann könnten wir das auch machen, aber wir haben sonst auch eben zwischendurch separat Teile vorgesehen, in denen es dann auch insbesondere interaktiv werden soll. Von daher, lassen Sie uns mal reinschauen. Aktueller Stand, Abschlussarbeiten. Geprägt hier gerade von der Uni Hohenheim habe ich ein paar Screenshots von Sachen, die wir machen. Ich glaube aber, das ist mittlerweile an vielen Stellen Standard. Also viele haben eine erweiterte Eigenständigkeitserklärung. Als ChatGPT rauskam, war plötzlich die Frage, ist das eigentlich ein erlaubtes Tool oder nicht? Und manche Unis haben angefangen, Sachen zu verbieten. Ich bin ehrlich gesagt froh und stolz, dass wir in Hohenheim irgendwie von vornherein gesagt haben, wir brauchen da einen konstruktiven Umgang mit. Die Studierenden sollen solche Tools lernen, die sollen die nutzen. Aber natürlich haben wir schon ganz klassisch die Anforderungen in praktisch jeder Prüfungsordnung, dass ich all meine Hilfsmittel aufdecken muss. Und von daher hatten wir erstmal eine große Unsicherheit bei Studierenden. Was dürfen die denn jetzt und wie sollen die denn angeben, was sie genutzt haben? Und dafür haben wir Formulare entwickelt. Ich glaube, viele andere Unis nutzen ähnliche Formulare, wo man eben genau angeben muss, für welchen Teil meiner Abschlussarbeit, die Literaturrecherche, die Auswertung der Daten, die Programmierung eines Softwareprototyps, das Erstellen des Textes, was auch immer, habe ich denn eigentlich welches Tool genutzt, damit die Prüferinnen und Prüfer sagen können, ich kann noch einschätzen, was die Eigenleistung war und was von Tools gegeben wurde. Das ist eine erweiterte Eigenständigkeitserklärung. Wir haben zusätzlich bei uns häufig gestellte Fragen und dann Antworten dazu für Studierende und Lehrende, welche Toolnutzung ist eigentlich erlaubt und im Wesentlichen auch entscheidet die einzelne Lehrperson, was bei ihr in der Veranstaltung und insbesondere bei ihr in den Prüfungen erlaubt ist oder was nicht. Und wir haben, das sehen Sie klein, brauchen wir gerade nicht im Detail lesen, mit diesem Ablaufschema in der Mitte, so ein bisschen Aufteilung, dass es schon auch darauf ankommt, wie die Prüfungsform denn eigentlich ist und was das Ziel ist. Also bei schriftlichen beaufsichtigten Prüfungen, so eine ganz klassische Klausur im Hörsaal auf Papier, da hat sich natürlich durch generative KI erstmal nichts geändert an der Prüfungsform. Und auch wenn ich überwacht im Hörsaal in einem abgeschlossenen System am Computer das mache oder so. Aber bei unüberwachten schriftlichen Prüfungen wird es natürlich schon ein bisschen spannender. Und genau da sind wir natürlich, wenn wir über Abschlussarbeiten reden. Die werden ja nicht über Monate im Hörsaal geschrieben, sondern eben zu Hause unüberwacht.
Wir sind beim aktuellen Stand. Wenn ich mal anschaue, was bei mir am Fachgebiet, bei mir am Lehrstuhl irgendwie die Studierenden so angeben, was sie in ihrer Abschlussarbeit nutzen, die kriegen die Folien übrigens hinterher als PDF, von daher brauchen sie sich gerade keine Screenshots machen oder so. Aber dann sehen wir hier ganz viele Tools, die genutzt werden. Für oben Generierung von Ideen und Konzeption der Arbeit nutzen viele ChatGPT oder Site AI oder Perplexity und für die Literaturverwaltung Citavi. Da kann man sich drüber streiten, ob das eigentlich ein generatives KI-Tool ist, aber viele Studierende sagen, naja, es generiert mir ja auch einen Teil der Seiten, die ich hinterher abgebe, das Literaturverzeichnis, also gebe ich es mal lieber an, um auf der sicheren Seite zu sein und so. Das sind schon einige verschiedene Tools, aber im Wesentlichen ist es doch schon ganz viel ChatGPT und kleinteilig an den einzelnen Stellen unterschiedlich und so. Das ist der aktuelle Stand, wie ich ihn wahrnehme. Das ist nicht das, worüber wir reden, wenn wir von zukunftssicher reden, wo wir gleich hinkommen wollen. Schauen wir uns an, was es auch für Tools gibt. Ich glaube, die kennen die Studierenden noch wenig, aber Jenny AI ist ehrlich gesagt ein ziemlich cooles Tool schon. Also, wenn Sie da Ihr Thema eingeben, dann können Sie sagen, ja, und zeig mir mal bitte die Überschriften, hier Standard Headings oder das könnte auch Creative, aber Creative passt vielleicht nicht zu einer wissenschaftlichen Arbeit an der Uni. Also gib mir doch mal bitte Standardüberschriften, Einleitung, theoretischer Hintergrund und so weiter. Und für das spezielle Thema erzeugt Ihnen Jenny dann passende Überschriften und dann klicken Sie ins erste Kapitel rein und sagen, das möchte ich jetzt gern schreiben. Dann schlägt Ihnen das Tool mal einen ersten Satz vor, den man da schreiben könnte. Und dann können Sie entweder, hier gerade lila hervorgeheben, auf Accept klicken und wenn Sie den ersten Satz so akzeptiert haben, dann schreibt Ihnen das Tool den zweiten Satz und wenn Sie den akzeptiert haben, dann kommt der dritte Satz und so können Sie sich durchklicken, bis die ganze Arbeit fertig ist und damit können Sie auch eine 80 Seiten Masterarbeit schreiben. Aber wahrscheinlich wollen Sie ja mehr Eigenanteil reinbringen und akzeptieren nicht nur alles und dann können Sie auch noch verschiedene Sachen auswählen. Dann können Sie auch sagen, entweder mach mal weiter oder nee, jetzt schreib doch mal ein Gegenargument. Das klingt so einseitig, das müssen wir doch differenzierter betrachten, damit ich eine gute Note kriege. Schreib mal was anderes oder der Punkt klingt interessant, mach den mal ein Stückchen detaillierter. Und da werden auch wirklich existente Quellen eingefügt und so weiter. Also es ist schon ein sehr kollaboratives Schreiben zwischen dem KI-System und den Studierenden. Mir hat noch niemand gesagt, dass er das in seiner Abschlussarbeit nutzen würde. Für viele würde sich das wahrscheinlich auch schon nach Betrug anfühlen. Aber das ist immer noch viel Mensch mit KI-Tools an der Stelle. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel Automatisierung. Bisher vermeintlich wenig genutzt, würde ich mal sagen. Aber wahrscheinlich reden die Studierenden auch nicht gern drüber. Jetzt bin ich ja auch Wirtschaftsinformatiker, der gerne technische Systeme vorausdenkt und baut. Deswegen haben wir für eine meiner Masterveranstaltungen ein Tool gebaut, was die wesentliche schriftliche Prüfungsleistung, die die Studierenden abgeben, automatisiert erstellt. Und das ist jetzt, Sie sehen einen kleinen Screenshot in der Mitte. Es geht an der Stelle, weil wir nicht nur diese schriftliche Prüfung haben, sondern auch viel diskutieren, präsentieren, mündliche Beiträge bewerten und so. Aber der wesentliche schriftliche Prüfungsteil ist ein 4 Seiten Text, der richtig gut sein muss, den die Studierenden schreiben. Und den kann unser Tool, was wir selbst gebaut haben, um auszuprobieren, wie weit das mit generativer KI heute schon geht, wunderbar automatisch auf Knopfdruck innerhalb von 5 Minuten generieren. Da geben wir eine Überschrift ein, was das haben soll, und dann wird ein wunderschönes Exposé geschrieben, wie das Forschungsprojekt aussehen sollte. Wunderschön stimmt nicht ganz. Also wir drücken dann immer wieder auf Play und schauen, welche Ergebnisse rauskommen und überlegen dann, wie würden wir das benoten, wenn ein Student das jetzt abgeben würde. Wahrscheinlich meistens eine 2, irgendwas. Manche würde man auch durchfallen, manchmal sind da echt blöde Fehler drin. So richtig perfekt 1,0 habe ich da jetzt noch keins gesehen, ja, aber ordentlich bestehen würde man damit schon an vielen Stellen. Und ich bin froh, dass wir das Tool gebaut haben und unsere Studierenden keinen Zugriff drauf haben, weil da werde ich in Zukunft das Prüfungsformat ändern müssen, wenn andere sowas öffentlich zur Verfügung stellen. Aber jetzt will ich nicht nur uns selbst loben, andere sind weiter. Also es gibt ein japanisches Startup, Sakana AI, die generieren komplette wissenschaftliche Paper auf Knopfdruck, komplett automatisiert. Bei den ersten 3 davon, die sie generiert haben, die haben sie zu einem Workshop bei einer der besten Informatik-Machine Learning-Konferenzen, die es auf der Welt gibt, eingereicht. Eins dieser 3 wurde da im Peer-Review-Verfahren akzeptiert. Peer-Review stimmt natürlich nicht ganz, weil die Peer-Reviewer Menschen waren und der Computer, der es geschrieben hat, ja kein Peer ist, aber im klassischen Qualitätssicherungsverfahren, wo die Gutachterinnen und Gutachter nicht wussten, dass es computergeneriert ist, ist eins dieser 3 Paper durchgekommen. Und es gibt noch 2 andere Startups, die ähnliche Sachen machen, die es auch nicht nur bei wissenschaftlichen Workshops, bei Konferenzen, sondern auch in den Hauptkonferenzen untergebracht haben und so. Also, und Sie sehen es hier, es geht in dem Paper, was da akzeptiert wurde, nur um 8 Seiten. Ja, es ist ein Kurzpaper für einen Workshop von Research in Progress. Aber ehrlich gesagt ist der Schritt von einem 8 Seiten Paper auf einer internationalen Top-Konferenz zu einer Bachelorarbeit nicht wahnsinnig groß. Also das ist total absehbar, dass das kommen wird, dass wir auf Knopfdruck die ganze Abschlussarbeit geschrieben bekommen. Ich finde KI super. Ich glaube, KI bringt uns ganz viele Möglichkeiten und so, ja, aber ich will hier bitte nicht als einseitig, das wird alles toll irgendwie rüberkommen.
die Tools, die die Studierenden im Moment nutzen, die wir in unserer Forschung nutzen und die wir in Zukunft haben werden, die haben Grenzen. Also Datenqualität ist immer ein Problem, Datenschutz und Datensicherheit, Halluzinationen, Biases, Verzerrungen. Die Frage, ist das eigentlich wirklich Denken, was dahinter steht, oder wird nur der alte Kram nochmal umgerührt und wieder gekaut, wiedergegeben und so weiter? Da kann man beliebig lange drüber philosophieren und da ist nicht alles Gold und toll und so weiter. Aber ich will gerade gar nicht auf die Diskussion rauskommen, da originäre wissenschaftliche Erkenntnisse raus oder so weiter. Ich will darauf raus, es gibt immer bessere Tools, die schon relativ bald, ich mache mich nicht an eine Prognose wann, aber so, dass wir uns beeilen müssen, unsere Prüfungsordnung anzupassen, würde ich trotzdem mal sagen, komplette Bachelor- und Masterarbeiten einfach auf Knopfdruck generieren werden, so dass wir, wenn wir nur das Ergebnis auf den Tisch bekommen, wenn wir nur das PDF eingereicht bekommen, nicht erkennen können, ob das jetzt gerade von einer Studentin geschrieben ist oder von der KI für $20 geschrieben wurde. Und damit sind wir mitten in dem Thema, was wir hier mit dem Titel mit zukunftssichere Formate für Abschlussarbeiten brauchen. Wenn wir jetzt mal dieses Gedankenexperiment wagen und Sie sich meiner Prognose anschließen, dass wir solche Tools haben werden, dann ist die Frage, was heißt denn das verdammt nochmal für uns? Entschuldigung für den Ausdruck. Aber wie müssen wir uns ändern? Wie müssen wir unsere Lehrprogramme ändern? Auf welche Kompetenzziele müssen wir uns einstellen und welche Prüfungsformate müssen wir finden, wenn wir so weit sind, dass Studierende auf den Knopf drücken können und die Arbeit generieren können und wir keine Chance haben zu erkennen, ob das passiert ist oder nicht. Und verbieten ist nicht der richtige Ansatz. Ja, also einerseits würden wir dann betrogen werden, aber ich glaube auch inhaltlich ist es nicht der richtige Ansatz. Aber wenn ich jetzt gesagt habe, was nicht der richtige Ansatz ist, dann müssen wir suchen, was ist der richtige Ansatz. Und damit übergebe ich an den Kollegen, der uns den großen Rahmen bietet, in dem wir da sind. Ja, genau. Also jetzt haben wir gesehen im Prinzip, vielleicht hatten wir das Gut-Feeling ja selbst schon, ne, dass irgendwie da die technischen Möglichkeiten relativ groß sind, oder zumindest werden sie groß oder noch größer. Und das heißt, wie können wir uns denn da eigentlich irgendwie zukunftssicher auch aufstellen? Und um uns dieser Frage zu nähern, ist es, glaube ich, sicherlich wichtig zu wissen, okay, welche Kompetenzen wollen wir denn eigentlich mit den Abschlussarbeiten prüfen? Und ja, wenn wir dann wissen und so überzeugt haben, welche Kompetenzen wir prüfen wollen in Abschlussarbeiten, dann können wir uns auch überlegen, wie müssen wir denn dann die Formate gestalten, sodass sie eben zu diesen Kompetenzen auch passen. Und um da hinzukommen, würde ich eben gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und schauen, in welchem großen Rahmen wir uns denn eigentlich bewegen hier an der Hochschule. Ähm, ja, was ist eigentlich der Sinn der Übung hier, der Sinn des Studiums, der Sinn der Hochschulbildung? Ja, klar, wir wollen den Studierenden Fachwissen vermitteln. Großer Punkt natürlich, wir wollen sie auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereiten und natürlich entwickeln sie auch ihre Persönlichkeit weiter, während sie bei uns studieren. Und ja, das hatten wir jetzt gerade noch nicht so detailliert beleuchtet, eigentlich noch gar nicht beleuchtet, aber wir hatten die technischen Möglichkeiten in den Blick genommen für die Abschlussarbeiten, aber die KI-Tools werden die Studierenden oder die Absolvierenden ja ihr ganzes Leben begleiten. Ne? Ihr Arbeitsfeld wird anders aussehen, das ist ganz stark von KI-Tools beeinflusst. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir uns ja auch überlegen, okay, wie soll denn eigentlich die Prüfung aussehen? Um das einzubetten, ja, ist der Rahmen natürlich ein bisschen größer. Wir müssen überlegen, wie sieht eigentlich die gute wissenschaftliche Praxis aus in Zeiten generativer KI? Welche Vorgaben macht uns das Hochschul- und Prüfungsrecht? Wir greifen mit unserer Prüfung ja in die Wahlfreiheit des Berufs, also die Berufswahlfreiheit ein. Das heißt, das ist nicht ganz trivial, was wir hier machen. Es gibt die Frage, ja, wie bewertet man denn eigentlich die Eigenleistung, die vielleicht hinter Teamwork steckt in solchen Dingen? Nun, nicht zuletzt natürlich müssen wir auch berücksichtigen, wie ist eigentlich die Arbeitslast in der neuen Situation. Einerseits von Studierenden, die ja Abschlussarbeiten schreiben, und natürlich auch von den Lehrenden, die diese Abschlussarbeiten ja bewerten müssen. Und wenn wir weitere Formate haben oder Formate weiterentwickeln, müssen wir natürlich in den Blick nehmen, wie sieht denn die Arbeitslast für Studierende aus in der neuen Situation und auch für Lehrende? Es ist ja schon betont worden, mehr als einmal, dass wir natürlich juristische Laien sind, rechtliche Laien sind, aber trotzdem hier ein kurzer Blick darauf, welche Freiheit wir haben oder eben auch nicht haben, um das Thema Abschlussarbeiten anzugehen.
Und ich schaue jetzt mal auf die bundesweiten Regelungen. Da gibt es die sogenannten ländergemeinsamen Strukturvergaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen. Das ist schon ein bisschen älter, ne? 2003, aktuelle Fassung dort oder 2010. Und dort steht drin, zur Qualitätssicherung sehen Bachelor ebenso wie Masterstudiengänge obligatorisch eine Abschlussarbeit, eine Masterarbeit und eine Bachelorarbeit vor. Das heißt, die steht erstmal da drin, dass es eine solche Abschlussarbeit gibt bei beiden Studiengängen, also auf beiden Niveaustufen. Und dann diesen folgenden Satz, sozusagen die Definition, was eine Abschlussarbeit ausmacht, den werden wir noch ein paar Mal nachher um die Ohren hauen, mit der eben die Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das ist so die Definition. Okay, das ist also sozusagen vorgegeben, dass das da ist. Und es gibt gewissen Gestaltungsspielraum sozusagen beim Umfang gemessenen ECTS-Punkten, nämlich bei der Bachelorarbeit 6 bis 12 Punkte und bei der Masterarbeit 15 bis 30 Punkte ECTS-Punkte. In den freien Künsten sind die Grenzen ein bisschen anders, aber das gibt es eben gewissen Gestaltungsspielraum. Und das, was dort geschrieben ist, das hat sich dann weiter umgesetzt in den Studienakkreditierungsstaatsvertrag. Da gibt es die sogenannte Musterrechtsverordnung, die eben auch unter anderem Regelungen zu Abschlussarbeiten enthält. Die war vormals aus 2017, die ist letztes Jahr novelliert worden und jetzt verabschiedet worden. Also das war so ein 7-Jahres-Rhythmus. Und geändert hat sich bezüglich von Abschlussarbeiten nichts. Also ne, die Definition ist immer noch da, also dieser Umfang ist drin und eben auch die Erfordernis, dass es Abschlussarbeiten gibt. Warum sage ich das? Also ich stand irgendwann mal vor der Masterarbeit oder Bachelorarbeit oder Seminararbeit und dachte, okay, will ich eigentlich in Zukunft nach wie vor KI-generierte Arbeiten lesen oder nicht? Lasse ich doch die Abschlussarbeiten komplett weg. Das geht aber nicht und das geht auch auf absehbare Zeit nicht, denn bis die nächste Novelle kommt, wenn wir die 7 Jahre wieder projektieren, dann sind wir im Jahr 2032, bis wohin vielleicht sozusagen das ein bisschen anders aussieht. Ähm, okay, und das, was wir sozusagen dort haben als Ergebnis der KMK-Konferenz, das findet sich dann auch in den Rechtsvorschriften der einzelnen Bundesländer wieder, in den Studienakkreditierungsverordnungen, wo diese Strukturvorgaben umgesetzt werden. In Baden-Württemberg zum Beispiel haben wir da eins, da wird dann tatsächlich genau eben diese Regelung übernommen, dass es die Abschlussarbeiten geben muss und eben auch, dass dieser Umfang genau der ist, der da steht. Also Abschlussarbeiten sind rechtlich fest verankert. Sie können nicht einfach abgeschafft werden, aber wir können natürlich innerhalb dieses Gestaltungsspielraums, den wir hier haben, arbeiten. Und das ist eben der Rahmen, den wir in der mittleren Frist dann auch tatsächlich haben. Ich möchte hier nur eine hochschuldidaktische Brille mal aufsetzen. Hier sehen Sie das Konzept des Constructive Alignments, das eben ja sagt, okay, Lernziele, Lernmethoden und Prüfungen sollen aligned sein. Und ja, wenn ich mir den Punkt Lehrmethoden anschaue, das ist auch sicherlich ein Bereich, der von KI-Tools beeinflusst wird. Aber da ist ja die gute Nachricht, okay, wir haben die Freiheit von Forschung und Lehre und können unsere Lehrmethoden ja weitgehend frei einsetzen. Das heißt, das ist nicht so sehr das Problem. Aber wenn ich, wie vorhin behauptet, sich ja die Qualifikationsziele ändern, also das, was die Absolvierenden dann auch tatsächlich später in ihrem Beruf brauchen, dann muss ich ja überlegen, wie ändert denn das die Lernziele, die Kompetenzen, die die Studierenden erreichen sollen im Rahmen ihres Studiums. Ja, und wenn wir jetzt eben den Constructive Alignment folgen und es Änderungen sozusagen in diesen 2 Ecken des Dreiecks gibt, bei den Lernzielen, bei den Lehrmethoden, dann muss ich ja zumindest überprüfen, ob die Prüfung noch konsistent ist mit dem, was ich jetzt an den Lernzielen und bei den Lehrmethoden geändert habe. Und ja, vermutlich könnte die Prüfung auch ein bisschen anders aussehen. Die Prüfung, die ja hier im Fokus steht, ist die Abschlussarbeit, die Krönung sozusagen des gesamten Studiums, in der man eben, und das war ja die rechtliche Vorgabe, zeigt, dass man in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig und nach wissenschaftlichen und künstlerischen Methoden zu bearbeiten.
Und natürlich können auch noch andere Lernziele, andere Kompetenzen, die wir uns für einen Studiengang definiert haben, in der Abschlussarbeit geprüft werden. Also wir haben einerseits diesen gesetzlichen Auftrag sozusagen, was die Abschlussarbeit machen muss, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Dinge, die in der Abschlussarbeit geprüft werden. Wir zum Beispiel in Hohenheim haben im Studiengang Bachelor Wirtschaftswissenschaften ein Kompetenzziel, das heißt kritisches Denken, und die Erreichung dieses Kompetenzziels prüfen wir unter anderem auch in der Abschlussarbeit, ne, wo wir schauen, wie ist denn da die kritische Diskussion, dort werden da verschiedene Perspektiven eingenommen und so weiter. Oder wir haben einen Masterstudiengang, einen integrativen Masterstudiengang International Business and Economics. Dort haben wir als Kompetenzziel auch International Skills und schauen eben auch im Rahmen der Masterarbeit an, ja, wie wird denn auch eine internationale Perspektive eingenommen? Wie wird denn auf internationale Ziele oder ja, Dimensionen rekurriert in der Masterarbeit? Das sind jetzt nur zwei Beispiele dafür, wie Kompetenzziele ja in der Masterarbeit oder in der Bachelorarbeit insgesamt, also in der Abschlussarbeit, verortet werden können oder verortet sind. Okay, jetzt komme ich also zu den Kompetenzen, die wir mit den Abschlussarbeiten prüfen wollen. Die übergreifenden Fragen sind also in einer Welt von vollständig KI-generierten Abschlussarbeiten, diesen Knopfdruckarbeiten, die eben auch zumindest mal gut sind. Ja. Was sind da die Bereiche grundlegender Kompetenzen, bevor überhaupt eine verantwortungsvolle KI-Nutzung möglich ist? Welche KI-Nutzungskompetenz wird benötigt und ja, wie sieht es denn eigentlich mit der menschlichen Überlegenheit gegenüber der KI aus, die wir vermitteln und prüfen wollen? Also wir wollen ja jetzt nicht prüfen, ob das KI-System gut ist, sondern wir wollen ja prüfen, ob die Absolventinnen und Absolventen ihre Lernziele erreicht haben. Wir haben schon an verschiedensten Stellen jetzt von Kompetenzen gesprochen. Was sind eigentlich Kompetenzen? Ich spare mir jetzt hier eine ausführliche Definition, sondern biete einfach nur mal dieses Diagramm hier. Was spielt rein? Es spielt Wissen herein, es spielt Fertigkeit herein, vielleicht auch die Einstellung der Person spielt rein. Ja, Wissen, Fachwissen ist natürlich gebraucht. Was sind Fertigkeiten? Das sind die Fähigkeiten, Prozesse auszuführen und vorhandenes, jetzt kommt es, Wissen anzuwenden, um Ergebnisse zu erzielen. Also alle diese drei Dimensionen, Wissen, Fertigkeit, Einstellung, spielen in dieses Thema Kompetenzen mit ein. Wie weit jetzt die Überlappung ist, ich glaube, die Prozentzahlen müssen wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber das ist das, was wir im Hintergrund haben, wenn wir über das Thema Kompetenzen nachdenken, hier eben mal nach der Definition der EU-Kommission. Okay, ich möchte jetzt hier mal, und das haben wir vorgearbeitet im Prinzip, typische Kompetenzziele herausarbeiten, die wir im Rahmen von Abschlussarbeiten prüfen können oder wollen. Vielleicht sagen Sie spontan, oh, da fehlt noch was, das können Sie nachher auch ergänzen, aber das sind mal die Dimensionen, entlang der wir nachdenken, und dann gebe ich sozusagen gleich auch einen Arbeitsauftrag dazu. Also welche Bereiche haben wir da? Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, das war der zweite Bereich, kompetenzkritisch zu denken. Davor steht jetzt hier noch oben links die Problemlösungskompetenz. Ganz klar natürlich bei Abschlussarbeiten die Forschungskompetenz, dann die wissenschaftliche Kommunikationskompetenz, starker Fokus sicherlich in bisherigen Arbeiten das Thema Schreiben, aber wichtig ist ja auch, wie wird denn die Arbeit präsentiert und diskutiert, und natürlich ist es auch spannend, ja, organisiert man sich eigentlich selbst, wie sieht das Selbst- und Projektmanagement, die Selbst- und Projektmanagement-Kompetenz aus. Also nochmal ein bisschen reingezoomt in diese verschiedenen Kompetenzdimensionen, in diese 6 Kompetenzfelder. Was verstehen wir unter Problemlösungskompetenz? Ja, zum einen müssen eben Probleme definiert werden und dann analysiert werden. Um das zu tun, um das Problem zu lösen, brauche ich vielleicht kreative Lösungsansätze. Vielleicht muss ich auch bewährte Methoden anwenden. Auf jeden Fall muss ich verschiedene Dimensionen, verschiedene Perspektiven einnehmen, um dieses Problem zu beleuchten und am Ende auch zu lösen. Wir dröseln hier diese Kompetenzfelder ein bisschen auf, weil wir dann nachher letzten Endes jede einzelne Dimension, jeden einzelnen Spiegelstrich quasi überprüfen. Ist das etwas, was in der Welt von generativen KI-Tools auch noch ein starkes Gewicht haben soll, ja oder nein?
Was ist die Kompetenz, kritisch zu denken? Naja, es muss analysiert werden, interpretiert werden, evaluiert werden. Die Studierenden sollen Schlussfolgerungen ziehen. Sie müssen diese Schlussfolgerungen begründen und sie brauchen natürlich ein hohes Maß an Selbstregulation. Sie müssen sich im Prozess selbst reflektieren, auch selbst korrigieren. Sie müssen selbst auch eine kritische Distanz zum Beispiel zu Quellen behalten und können nicht einfach dort sich quasi in diesen Sog hereinziehen lassen. Wichtig natürlich im Rahmen von Abschlussarbeiten die Forschungskompetenz in einer speziellen Disziplin. Ne? Das rekurriert jetzt ja wieder auf die Vorgabe, die rechtliche Vorgabe, wissenschaftliche Methoden im jeweiligen Fach. Da muss man erstmal natürlich die Forschungsfrage oder Forschungsfragen wählen. Man muss die Methode wählen. Wichtig ist ja zu schauen, okay, was gibt es eigentlich schon an Vorwissen, an eigenem Vorwissen? Was gibt es an Vorwissen aus der Literatur? Da muss man synthetisieren. Die Forschungsmethode muss sachgerecht oder sachgemäß umgesetzt werden. Und dann muss man natürlich einordnen können, was ist jetzt eigentlich mein Beitrag zur Literatur, zum Diskurs, welche Implikationen ergeben sich darauf. Ne? Stichwort Politikimplikationen oder Implikationen für zum Beispiel die Leitung von Unternehmen oder wie auch immer. Wichtiges Kompetenzfeld ist natürlich das Schreiben, ne, ganz klar sozusagen. All das, was man dort im Kopf hat, oder muss ja irgendwie dann auch tatsächlich am Ende zu Papier oder in den Computer kommen. Was typischerweise wichtig ist uns ja, ist, dass die Arbeit kohärent dargestellt wird, dass die Struktur kohärent ist, dass die Aussagen präzise sind, dass sie klar sind, dass sie eben gut begründet sind. Und natürlich, dass die Literatur, die Quellen offengelegt werden und dass Plagiate vermieden werden. Separat die gleichen Punkte nochmal aufgenommen, aber sind ja doch mal andere Kompetenzen, wenn man das Ganze präsentiert. Auch da muss man natürlich ja eine gewisse Kommunikationskompetenz mitbringen, aber es ist eben eine andere Dimension, das Präsentieren und das Diskutieren. Aber auch da gilt natürlich wieder das Argument sollte klar strukturiert sein, es sollte kohärent sein, Aussagen sollten präzise sein, sie sollten klar sein, sie sollten gut begründet sein, die Quellen müssen klar sein und ich möchte Plagiate vermeiden. Und natürlich auch wichtig bei Abschlussarbeiten, wie sich eine Person selbst organisiert. Auch das ist natürlich ja im gesamten Studium wichtig, aber beim Abschlussprojekt oder bei der Abschlussarbeit wird es ja nochmal besonders deutlich, wie ist eine Person in der Lage, sich selbst Ziele zu setzen, die eigene Arbeit zu planen und auch den eigenen Fortschritt dann zu überwachen und sich eben selbst dort an dieser Stelle zu steuern. Okay, jetzt treten wir quasi einen Schritt zurück, fragen uns, ja, wie wichtig werden denn eigentlich diese Kompetenzen sein in einer Welt, wo wir Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, Abschlussarbeiten im Allgemeinen per Knopfdruck erstellen können. Okay, also wir sind nochmal sozusagen in der Welt, wo wir erstmal quasi eigentlich ohne irgendwelche Nebenbedingungen uns nur überlegen, wie wichtig sind denn diese Kompetenzen. Und nachgelagert werden wir uns ja dann überlegen, okay, wenn das wichtige Dinge sind, wie realistisch können wir das eigentlich messen? Wie können wir denn Eigenleistung, also menschliche Leistung abgrenzen von Leistung, die durch KI generiert wird? Das machen wir dann, wenn wir über die Prüfungsformate nachdenken. Okay? Also jetzt ist der Zeitpunkt, wo Sie ins Spiel kommen. Das wäre der Arbeitsauftrag, den ich Ihnen geben würde. Also stellen Sie sich vor, Sie sind dabei, so ein Bewertungsschema zu machen für Abschlussarbeiten. Sie sollen quasi die Gewichte überlegen. Und Sie sind natürlich in der Zeit, wo Abschlussarbeiten per Knopfdruck erstellt werden können. Und deswegen die Frage, wie wichtig werden die folgenden Kompetenzdimensionen für Absolventinnen von Bachelor- und Masterstudiengängen in Zeiten generativer KI-Tools sein? Und was sie machen sollen, ist 100 Punkte auf die einzelnen Kompetenzen verteilen. Das heißt, Sie sehen gleich in dieser Umfrage die Liste von diesen 21 Kompetenzen, also 6 Kompetenzfelder, alle diese Unterpunkte dabei, weil wir ja einzelne Unterpunkte detailliert auch ansprechen wollen. Sie sollen 100 Punkte verteilen, also sprich, Sie können darüber so nachdenken, dass Sie sagen, okay, ne, das wären die Dimensionen, die Bewertungsdimensionen, welches Gewicht soll denn diese einzelne Dimension haben in der Bewertung der Abschlussarbeit.
Sie sollen, wie gesagt, 100 Punkte verteilen, 100%, das macht da irgendwie Sinn. Es gibt vielleicht eben auch Nullpunkte für einzelne Bereiche. Es gibt vielleicht hohe Punktzahlen für andere Bereiche. Das wäre eine Frage, die wir haben. Und klar, es kann natürlich sein, dass wir wichtige Kompetenzen oder aus Ihrer Sicht wichtige Kompetenzen vergessen haben. Es gibt da noch weiteren einen Freitext, wo Sie eben Ihre Kompetenz, die Sie wichtig sehen oder Ihre Kompetenzen, die Sie als wichtig erachten, auch tatsächlich noch eintragen können. Also würde ich Sie bitten, im Prinzip auf Mentimeter zu gehen. Die Frau Geisler hat den Link in den Chat kopiert. Das ist das Einfachste, nehme ich an. Oder Sie nehmen halt menti.com auf Ihrem Smartphone oder wo auch immer und geben dann den Code ein, der hier genannt ist. Das sind also verschiedene Möglichkeiten, um dorthin zu kommen. Ich weiß, es ist ein bisschen komplex, weil ja eben diese 21 Dimensionen zu verteilen sind und Sie ja kumulieren und panaschieren können hier. Also müssen Sie am Ende schauen, dass Sie irgendwie Ihre 100 Punkte über diese Dimension sinnvoll verteilen. Ja, vielen Dank für die rege Teilnahme an der Abfrage. Ich komme gleich natürlich auf die zweite Folie, die sicherlich auch spannend ist, wo es um die Kompetenzbereiche geht, die hier nicht genannt waren. Jetzt, wie gesagt, erstmal dazu. Ist natürlich klar, dass diese Methode, die wir jetzt hier verwendet haben, einiges an Schwächen hat. Was wir zum Beispiel ja nicht beobachten, ist, dass wir, also was Ihr aktuelles Gewichtungsschema ist. Spannend wäre natürlich zu wissen, wie weicht denn jetzt das Gewicht, das Sie hier gegeben haben, von dem Gewicht ab, das Sie aktuell verwenden würden. Das wäre sicherlich, wie gesagt, spannend zu sehen. Allerdings kann man sicherlich eine Vermutung ja darüber anstellen, welches Gewicht gerade relativ hoch ist. Ich würde vermuten, dass die im Bereich sind der Forschungskompetenz und eben auch beim wissenschaftlichen Schreiben. Und was wir uns ja dann gleich anschauen können, ist im Prinzip, wie das in diesen Bereichen aussieht. Was eben auch nicht klar ist, ist ja, ob alle relevanten Kompetenzen erreicht werden. Wir haben jetzt ja hier Sie gebeten, quasi das Ganze auf 100 zu geben. Wenn Sie natürlich viel Kompetenzen noch im Kopf haben, die Sie nicht hier in dem Bereich sehen, dann haben Sie vielleicht mental zumindest viel lieber auch noch Punkte oder Gewichte vergeben für diese anderen Bereiche. Ähm, also letzten Endes können Sie im Nachgang ja nochmal hinschauen, ne? Wie würden Sie aktuell so eine Gewichtung vornehmen und wie würden Sie sie vor dem Hintergrund vornehmen, dass eben solche Abschlussarbeiten tatsächlich von KI recht gut auf Knopfdruck generiert werden können. Hier ist das Ergebnis. Spannend ist sicherlich zu schauen am oberen Ende und am unteren Ende vielleicht, ja, welche Dinge da sind. Es gibt eine gewisse Varianz, sage ich mal, bei den Teilen. Wie gesagt, ich hätte vorher relativ viel an Forschungskompetenz erwartet. Die Forschungskompetenz, ich hoffe, Sie sehen, mein Mauszeiger findet sich hier so ungefähr in der Mitte, also ist schon auch noch da. Ähm, und beim Schreiben hätte ich natürlich einiges erwartet. Da ist jetzt hier das Gewicht relativ gering geworden. Ja? Kommunikationskompetenz, Schreiben, Struktur und Kohärenz der Darstellung hätte nur noch 2%. Auch das Vorwissen zu synthetisieren oder Literatur zu synthetisieren, 2%. Also weil Sie vermuten wahrscheinlich, dass das relativ stark von der KI auch übernommen wird. Ja, bewährte Methoden anwenden ist vielleicht auch quasi einfacher, von daher mit relativ geringem Gewicht hier versehen. Weit oben, ganz oben, der Punkt kritisches Denken, analysieren, interpretieren, evaluieren. Das ist sicherlich das, wo Sie sagen, okay, das sollte in der Abschlussarbeit auch tatsächlich unterkommen. Und das ist auch etwas, was vielleicht von den KI-Tools am schlechtesten selbst gemacht wird, sondern das ist das, was Faktor Mensch machen muss. Und insbesondere natürlich das Thema kreative Lösungsansätze, ne? Also das neue Zusammensetzen von verschiedenen Ideen, um zu einem kreativen Lösungsansatz zu kommen und nicht quasi nur das Muster Schema F anwenden. Auch hier oben natürlich das kritische Denken, das dort auftaucht. Also Problemlösungskompetenz, kritisches Denken. Kritisches Denken sind ja und Problemlösungskompetenz, die sind hier relativ weit oben. Und wie gesagt, anders als das Schreiben ist eben
das Präsentieren, Diskutieren jetzt hier oben Präzision, Klarheit und Begründung von Aussagen, die Sie hier noch, naja, also wir sind jetzt bei 5 Punkten, ne, oder 5% ein relativ hohes Gewicht darstellen würden. Bevor wir quasi vielleicht auch kurz in Austausch gehen können darüber, einmal hier dieses Bild hereingeschaut, welche weiteren Kompetenzen werden wichtig sein. Es war ganz interessant, das so ein bisschen über die Zeit zu verfolgen. Das Fachverständnis steht ja hier. Das war die ganze Zeit, also bis relativ kurz vor Schluss, relativ stark. Das ist natürlich richtig. Hätte ich jetzt im Wesentlichen im Prinzip hinter der Forschungskompetenz, ne, in der jeweiligen Disziplin auch gesehen, aber es ist natürlich richtig zu betonen, dass natürlich ein Fachverständnis da sein muss, das vielleicht auch ja, eben nochmal differenzierter, ausgeprägter ist, als das eine KI sozusagen jemals haben kann. Also vielleicht geht es in diese Dimension. Was ich jetzt hier in der Liste schon gar nicht mehr sehe, was aber eben auch relativ stark da war oder sich ja vielleicht auch aus verschiedensten, wir haben jetzt ja hier niemanden gezwungen, dieselbe Wording zu nehmen, deswegen müssen wir es nachher nochmal clustern und ein bisschen schauen, was sind da ähnliche Dinge. Das Thema Teamkompetenz ist oder Co-Kreationskompetenz bezieht sich dann vielleicht auf mit KI auch. Also Teamkompetenz wichtig. Da ist natürlich auch wieder dieses rechtliche Thema da. Ne? Inwieweit ist denn das, was wir dort sehen, eine Eigenleistung? Und es beißt sich ein bisschen mit dem, wie das spätere Berufsfeld aussehen soll, wo eben natürlich vieles im Team gelöst wird, Aufgaben im Team gelöst werden. Und die Frage ist eben, okay, wie kann denn das jetzt in der Abschlussarbeit auch tatsächlich abgefragt werden? Teamfähigkeit, ja, hier, genau in der Mitte, da ist sie ja. So, und das andere bezieht sich ja relativ viel auch auf KI-Kompetenz. Ist natürlich auch etwas, was man vielleicht sogar schon vorher prüfen kann, ne? Also auf dem Weg hin zur Abschlussarbeit, denn das Studium beginnt ja nicht mit der Abschlussarbeit, aber natürlich auch ein Element der Abschlussarbeit sein kann. Ne? Wie kompetent ist man denn im Umgang mit KI-Tools? Und das kann ja dann auch quasi beliebig differenziert werden. Ne? Also bei der Arbeit auf Knopfdruck, da ist ja jetzt vielleicht nicht viel zu tun, aber wir hatten ja vorhin auch eine Folie gesehen, da gab es ganz, ganz viele verschiedene KI-Tools und für die verschiedenen Aufgaben oder Fragestellungen, vielleicht auch verschiedene Fragestellungen im Rahmen einer Abschlussarbeit, müsste ich ja vielleicht verschiedene Tools wählen und dann ist es wieder die also die Tool-Auswahlkompetenz, die dort wichtig sein könnte. Das ist sicherlich spannend. Herzlich willkommen zurück. Jetzt haben wir ein bisschen über Kompetenzen gesprochen. Natürlich nicht in der Ausführlichkeit, wie man das für seine eigenen Studiengänge und seine Fakultät irgendwie machen sollte, wo man noch mehr den Abgleich, was war bisher und was kommt in Zukunft und so. Aber ich glaube, was schon aus dem, was wir jetzt auch gerade in der Zusammenfassung von Benny Jung und was manche von Ihnen gesagt haben, gesehen haben, ist, es ist schon anders, als es vor 5 Jahren war oder auch als es jetzt im Moment ist, was da kommt. Und jetzt auch noch mal kurz zurück, als generative KI über ChatGPT plötzlich auf dem Rechner, auf dem Browser von allen Studierenden war, hat mich das erstmal in meinen Abschlussarbeitsbewertungen ehrlich gesagt nicht gestört. Und das tut es auch heute nicht. Bei mir darf jede Studentin, jeder Student alles verwenden, was es so an Tools gibt, muss es aber eben, wie ich am Anfang sagte, mit so einer erweiterten Eigenständigkeitserklärung angeben. Und dann ist es an mir zu bewerten, wie groß die Eigenleistung dann noch war. Aber es ist überhaupt kein Problem, dass jemand, der super viele verschiedene KI-Tools für verschiedene Sachen genutzt hat, auch eine 1.0 bekommen kann. Weil ich auch jetzt sage, naja gut, da drin sehe ich eben genau auch die KI-Kompetenz, über die wir ja gerade auch ein bisschen diskutiert haben, die richtigen Tools auszuwählen und die richtig zu kombinieren und so weiter. Aber wenn wir dahin kommen, was ja eigentlich unser Thema heute ist, was ich eben am Anfang erzählt hatte, dass eben die ganze Arbeit auf Knopfdruck, ich habe eben von 20 Minuten gesprochen, lassen es ein Tag sein, wenn mehr Rechenleistung dahinter steckt, egal, dann kann es nicht mehr das bisherige Format sein, für das ich dann sage, es ist ein schönes PDF, was mir abgegeben wird, dafür gibt es eine 1.0. Das kann es irgendwie nicht mehr sein, da muss sich was ändern. Und das ist jetzt die Frage genau, was? Auf der Folie schlage ich Ihnen erstmal 6 verschiedene Sachen vor, wobei da steht auch schon Punkt, Punkt, Punkt dabei. Das gibt wahrscheinlich auch noch andere und auch da freuen wir uns, wenn Sie weitere ergänzen. Und schon mal eben für einen Gesamtüberblick, was Sie jetzt gerade erwartet. Also ich werde Sie jetzt durch diese Seite erst einmal eben durchführen, dass Sie einen Überblick bekommen, was die verschiedenen Sachen sind. Dann gehen wir mit jeweils einer Folie auf jedes davon nochmal in ein bisschen mehr Detail ein. Und dann würden wir Sie auf ein Whiteboard schicken und in Breakout-Räume schicken, damit Sie
über diese von diesen Optionen, die Sie am spannendsten finden oder weitere Ideen, die Sie haben, da ein bisschen diskutieren und Ergebnisse ergänzen und dann führen wir es wieder im Plenum zusammen und schauen, was da insgesamt die Gruppe erarbeitet hat. Und dann ziehen wir ein Fazit für heute und sind mit der Veranstaltung fertig. Also einmal durch diese Seite gerade durch als Überblick und dann jedes davon nochmal in mehr Detail und denken Sie schon mal gleich mit, wie passend, wie gut finden Sie das, welche Kritikpunkte oder Fragen haben Sie, wie könnten Sie das noch verbessern, was ich da sage. Ja? Also Sie sehen es mit diesen Beerenfarben geschriebenen Sachen. Erstmal, es gibt zwei verschiedene Kategorien in den sechs Bereichen. Das eine wäre die Ergänzung von Abschlussarbeiten um weitere Prüfungsbestandteile. Das andere ist dann kurz- und mittelfristig gesehen. Fangen wir erstmal mit dem konventionelleren an. Und gerade das kurz- und mittelfristige unten, da müssen wir uns auch mit den KMK-Strukturvorgaben noch mal ein bisschen beschäftigen, die der Benny Jung eben erzählt hatte. Das ist nicht so ohne weiteres direkt möglich. Ja? Also fangen wir erstmal ganz konventionell einfach an oben. Ich habe tendenziell ein Problem bei unüberwachten schriftlichen Prüfungen. Also kann ich ja einfach eine überwachte schriftliche Prüfung ergänzen. Ich kann nicht die ganze über Monate geschriebene Abschlussarbeit sagen, das dürfte dann nur irgendwie von 9 bis 17 Uhr im Hörsaal unter Überwachung oder so. Das geht nicht. Aber ich kann hier eine ergänzende Prüfung dazu machen. Die kann ich entweder bei jeder Abschlussarbeit machen, also die halten alle nochmal einen Vortrag am Ende oder die machen alle am Ende nochmal eine kurze 20-minütige schriftliche überwachte Prüfung oder so. Oder weil das schon auch ganz schön viel Arbeitsaufwand ist, und das hatten wir ja vorher als Rahmen auch an Fakultäten mit schlechten Betreuungsverhältnissen im Sinne von viele Studierende pro Professorinnen und Professoren, so geht das schon auch ganz schön in die Arbeitszeit. Ich könnte natürlich auch überlegen, ob ich das nur selektiv bei ausgewählten Abschlussarbeiten mache. Wenn ich in der Korrektur der schriftlichen Arbeit den Eindruck habe, der Eigenanteil der Studierenden ist mir nicht klar genug, ist nicht groß genug, dann schiebe ich nochmal so eine zusätzlich überwachte Prüfung hinterher, vielleicht auch nicht. Ob man das prüfungsrechtlich darf. Ich weiß, dass bei Ihnen gerade ein bisschen Alarmglocken wegen Prüfungsgerechtigkeit losgehen. Ja, ist mir klar. So, das zweite ist eine prozessbasierte Bewertung. Und manche reden dann auch von Abschlussprojekten und so. Also nicht mehr nur die Arbeit, die am Ende auf dem Tisch liegt, das Endprodukt bewerten, sondern sich den Prozess mehr anschauen und entlang des Prozesses mehrere Kontrollpunkte, mehrere Beobachtungspunkte haben und damit wissen, wer was gemacht hat. Oder das dritte wäre dann ein verpflichtendes, begleitendes Kolloquium, also sozusagen, ich bleibe nicht in den 6 oder 12 oder sowas ECTS, die ich für eine Bachelorarbeit habe, sondern ich setze noch ein Seminar, ein Kolloquium daneben, diskutiere da semesterbegleitend ganz viel, habe da Gruppendiskussionen der Studierenden untereinander und so und habe damit einfach nochmal eine andere Prüfungskomponente neben der schriftlichen Arbeit. Das sind so die klassischeren Sachen, würde ich mal sagen. Wir können kurzfristig auf jeden Fall an das untere Ende der ECTS-Punkte nach KMK-Strukturvorgabe geben, die Benny Jung uns eben erzählt hatte. Kurzfristig davon abweichen und unsere Studiengänge nicht mehr akkreditieren, denke ich mal, wird für die meisten irgendwie keine Option sein. Mittelfristig könnte man aber natürlich auch darüber nachdenken, ob sich diese Strukturvorgaben auch mal ändern. Und dann kann man auch über andere Sachen nachdenken. Also Analyse und Beurteilung fremder wissenschaftlicher Arbeiten. Wir hatten es ja gerade in der Diskussion, naja, auch KI-Output bewerten können und Fehler suchen und so. Also warum soll ich nicht die Arbeit von der KI generieren lassen oder tolle publizierte Arbeiten von tollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nehmen und den Studierenden sagen, ihr braucht nichts Eigenes erstellen, ihr könnt auch darüber nachdenken, aber ihr müsst das hier gut verstehen und dann gut kritisch reflektieren, gut begründen und so weiter können. Dann erzeuge ich aber keine eigene wissenschaftliche Arbeit mehr, sondern diskutiere, reflektiere und so weiter, nur die von anderen. Ist schon deutlich anders als bisher. Ne? Oder das reguläre Modul ist das, was Benny Jung vorher auch mal kurz erwähnte, was eben kurzfristig nicht geht. Ich könnte natürlich auch sagen, wenn ich jetzt mit der Abschlussarbeit einfach Probleme habe, dann schaffe ich sie halt einfach ab. Dann machen die halt einfach noch ein paar mehr Klausuren oder was auch immer ich sonst für mündliche Prüfungsformate habe oder so weiter. Könnte man auch machen. Und das sechste ist dann, ich könnte auch sagen, überhaupt eine Abschlussarbeit oder zumindest eine umfangreiche Abschlussarbeit, ich sage mal so eine 24 ECTS Masterarbeit oder sowas, das dürfen nur die besten Studierenden, die wissenschaftlich schon total fundiert vorher ausgebildet sind und die dann auch noch danach weiter in die Forschung wollen und die ich total intensiv betreue und dabei auch merke, was die wie arbeiten und so weiter. Aber für die Masse der Studierenden, die nicht die Besten sind, die schreiben entweder gar keine Abschlussarbeit mehr oder nur die minimal mögliche in ECTS-Punkten. Klingt vielleicht für manche ein bisschen merkwürdig, aber es gibt US-Unis, die das durchaus so machen, dass nur abhängig davon, welchen Notenschnitt ich bis dahin im Studium erreicht habe, nur die Besten noch eine Abschlussarbeit schreiben dürfen und die anderen halt zum Beispiel reguläre Module belegen. Was oben rechts die graue Box aus unserer Sicht keine Option ist, einfach weiter wie bisher. Nee, da fehlt die Eigenleistung bei den Knopfdruckarbeiten. Und KI-Nutzung verbieten ist weder sinnvoll für die Kompetenzziele, über die wir gerade geredet haben, noch überprüfbar. Von daher ist das keine Option, auch wenn man darüber nachdenken könnte. So, die
Wenn Sie später aus Whiteboard kommen, finden Sie übrigens die Texte, die Sie jetzt auf den folgenden Folien sehen, da auch nochmal. Von daher haben Sie die dann in dem Moment im Blick, wenn Sie darüber nachdenken. Aber eigentlich ist ja schon fast alles gesagt. Weil es aber so viele verschiedene Sachen sind, wiederhole ich nochmal ein paar Sachen. Also ergänzende überwachte Prüfung. Ich stelle mir das ganz praktisch so vor. Jemand schreibt ganz normal seine Abschlussarbeit wie immer, gibt mir am Ende die Arbeit ab, ich lese diese Arbeit, ich bewerte die Arbeit, ich weiß, was Stärken und Schwächen sind und so weiter. Und dann danach kommt die zusätzliche Prüfung. Ich persönlich würde an der Stelle lieber eine schriftliche Prüfung machen und sagen, ich stelle jedem dann nochmal zwei, drei Fragen, dediziert zu seiner Arbeit, die genau darauf gehen, was ich bei der Korrektur schon gesehen habe. Und dafür setzt derjenige sich bei mir ins Sekretariat, während die Sekretärin aufpasst, dass der nichts falsch macht, nicht irgendwie dafür ein Chatbot nutzt, hat nur einen Ausdruck seiner Arbeit dabei und muss mir innerhalb von 20, 30 Minuten meine zwei, drei konkreten Fragen beantworten. Dann habe ich auch wunderbar dokumentiert, was die Antworten waren, habe eine klare Bewertungsgrundlage. Andere sagen an der Stelle, ja, lass uns doch lieber einen Vortrag machen und eine Diskussion darüber oder wir lassen den Vortrag weg, weil da kommt ja auch nichts anderes rüber und den kann ich mir ja auch vorschreiben lassen von der KI. Ich gehe direkt in die Diskussion, aber derjenige kommt rein mit seiner Abschlussarbeit. Ich habe die vorher gelesen. Ich diskutiere mit dem 20, 30 Minuten drüber, wo ich ganz spezifische Fragen dazu stelle und fertig ist. Das kann ich, wie eben gesagt, bei allen Abschlussarbeiten oder um die Arbeitslast ein bisschen zu reduzieren, nur bei manchen Prüfungsgerechtigkeit, Prüfungsrecht muss man ein bisschen diskutieren, aber ich sehe durchaus, dass wir an anderen Stellen auch sowas haben, dass bei Dissertationen auch vielleicht noch eine Drittgutachterin hinzugezogen wird, vielleicht auch nicht, vielleicht die Disputation länger dauert oder vielleicht auch nicht. Also wir haben ja durchaus ein bisschen Flexibilität in Prüfungs- und Bewertungsformaten in manchen Prüfungen, also auch nicht ganz ausgeschlossen nah am bisherigen Modell. Manche werden wahrscheinlich gerade sagen, was erzählt er denn? Mache ich doch sowieso schon so, dass es am Ende der Abschlussarbeit auch noch einen Vortrag gibt. Ähm, und dann ist noch die Frage, wie wird das gewertet? Wir könnten entweder sagen, mit einer geringen Prozentzahl geht diese zusätzliche Prüfung irgendwie in die Note ein. Oder was persönlich mein Favorit fast eher wäre, wäre zu sagen, diese zusätzliche Prüfung ist unbenotet, damit auch nicht die kurze Zeit irgendwie die Leistung über Monate überschreibt. Aber die hilft mir nochmal zu plausibilisieren, hat derjenige wirklich verstanden, was da steht? Oder hat er keinerlei Ahnung davon? Da sind wir auch bei dem, was wir eben diskutiert haben, mit, wenn es im Langzeitgedächtnis gut verankert ist, kann ich auch spontan auf tiefe Fragen dazu antworten, was wir eben hatten. Ja. Prozessbasierte Bewertung und manche reden dann eben auch von Abschlussprojekten und mit Projekt wollen wir eben auch bewusst sagen, aber nicht nur das Projektergebnis, sondern auch der Weg dahin. Also müsste ich kleinteilig mir Zwischenschritte anschauen. Ich müsste Zwischengedanken, Arbeitspläne, vielleicht die Daten immer wieder inzwischen. Im Zweifel lasse ich mir täglich von dem Studenten, der Studentin abgeben, wie gerade der Arbeitsstand ist. Und dann kann ich ja ganz genau nachvollziehen, wann, wo, wer was gemacht hat. Das geht auch so ein bisschen dann in Richtung die Nichtnutzung von solchen mächtigen KI-Tools zu überprüfen. Ja, theoretisch könnte man sowas natürlich auch generieren lassen, aber das müssen dann immerhin schon Tools sein, die ganz explizit auf Betrug ausgelegt sind und die wirklich ausgefeilt an der Stelle sind. Und das wird länger dauern als nur diejenigen, die man ja mit guten Intentionen vermarkten kann. Es geht ja nicht darum, dass Studierende damit irgendwie betrügen. Also mit so täglichen Abgaben, das wird schon sehr kleinteilig und damit sehe ich sehr genau, was jemand gemacht hat. Aber es ist natürlich ein enormer Bewertungsaufwand und wer will sich das wirklich eigentlich anschauen? Auch klar, ja, das ist ein großer Nachteil, der auf der rechten Seite steht. Ähm, Manche denken da auch über praxisorientierte Abschlussprojekte nach. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei der Frage, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Und Benny Jung hat uns ja eben auch gesagt, Vorbereitung aus Berufsleben. Und manche sagen dann ja eben auch ein Projekt mit einer sehr praktischen Fokussierung, nicht so sehr wissenschaftlich und so. Das hat jetzt gerade für mich aber gar nicht so viel damit zu tun, wie gut wir kontrollieren können, wer da was gemacht hat, sondern das ist einfach die Frage, was mein Ausbildungsziel ist, wie wissenschaftlich oder wie praxisnah. Also insgesamt nicht nur das Endprodukt anschauen, sondern viele kleine Zwischenschritte anschauen, aber macht das am Ende wirklich jemand? Naja. Verpflichtendes begleitendes Kolloquium. Kolloquium, in der eine Gruppe von Studierenden, könnte ich auch einzeln machen, skaliert dann aber schlecht. Viele werden sagen, wegen der Betreuungsrelation mache ich das eher in Gruppen. Mit regelmäßigen Präsentationen und Diskussionen von Zwischenständen. Das ist jetzt nicht einfach nur, ich gebe irgendwie meinen Ordner frei, von dem täglich eine Kopie gemacht wird, sondern ich muss eben darüber diskutieren, dafür ein bisschen seltener. Und auch dafür gibt es eine Note. Ein Vorteil davon könnte sein, stärkerer Lernerfolg. Also ich meine, wir betreuen die Studierenden ja, wir wollen denen ja auch was beibringen, wir wollen ja nicht nur prüfen. Und wenn wir in intensivere Diskussionen sind, dann lernen die vielleicht auch mehr davon, die lernen vielleicht auch voneinander mehr. Es ist schon erheblicher Aufwand, aber ich meine, wenn ich bisher, jetzt hängt es sehr davon ab, in welchem Bundesland und welche
Lehrverordnung ich habe und so weiter. Aber bei uns in Baden-Württemberg ist total klar geregelt, wie wenig SWS ich für die Betreuung einer Abschlussarbeit anrechnen darf. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist in diesen SWS abgegolten, also was ich in den vorherigen Optionen hatte. Wenn ich jetzt ein Kolloquium, ein Seminar daneben stelle, könnte ich das ja als zusätzliche Lehrveranstaltung in mein Deputat aufnehmen. Damit haben wir aber natürlich auch das Problem, wenn nicht alle plötzlich viel mehr Deputate erbringen, geht die Anzahl anderer Lehrveranstaltungen runter. Das heißt, unsere Studiengänge werden unattraktiver, weil wir plötzlich weniger Angebot an anderen Lehrveranstaltungen haben. Also hat alles so ein bisschen sein Für und Wider. Ja? Ich springe jetzt von diesen kurzfristigen, noch relativ konventionell zu den etwas weitergehenden. Wir könnten eben auch sagen, warum sollen die Studierenden in so einem Moment eigentlich noch wissenschaftliche Arbeiten schreiben? Sie brauchen es ja später im Berufsleben auch nicht, denn wenn im Berufsleben eine ähnliche Frage kommt, drücken sie halt auch auf den Knopf und kriegen auch das Ergebnis. Es geht doch eigentlich fast nur noch, ich überspitze das, was wir eben in der Kompetenzdiskussion hatten, ja, aber Output kritisch bewerten, hinterfragen, ihn in meinem Langzeitgedächtnis verankern und dann auch spontan was dazu sagen können. Das sind Sachen, die wir eben in der Diskussion hatten. Und das kann ich auch alles mit einer fremden Arbeit. Dann muss ich mich halt im Zweifelsfall 6 Monate lang mit 5 Papern eines Nobelpreisträgers beschäftigen und die richtig tief durchdringen und danach gut erklären können, dass ich dieses Feld verstanden habe, dass ich kritisch hinterfragen kann, was da passiert ist, warum das passiert ist, wie man es besser hätte machen können und so weiter. Oder statt dass ich 5 Arbeiten von einer Nobelpreisträgerin nehme, kann ich mir auch eine Arbeit von einer KI schreiben lassen und muss die aber hinterher richtig gut erklären und verteidigen können. Sie sehen auf der rechten Seite Bloms Lernzieltaxonomie. Wahrscheinlich haben viele das schon mal irgendwie gesehen. Klassischerweise würde ich sagen, sind wir in der Abschlussarbeit auch auf der obersten Ebene, auch bei dem Schaffen. Ich entwickle auch was, ich mache auch was selbst, ja. Und da haben wir jetzt eine ganz klare Verschiebung mit dem, was ich gerade sage. Wir wären dann nur noch bei Beurteilen und Analysieren. Dann würde ich immer noch auf Level 5 und 4 begründen, prüfen, vergleichen, unterscheiden und so. Das ist auch was wert und das ist auch keine ganz klare Hierarchie in der Pyramide, ja. Aber es ist schon eine deutliche Verschiebung dessen, was die Art von Kompetenz ist, die ich an der Stelle habe. Und auch deswegen bin ich sicher, dass einige von Ihnen sagen, nee, nur fremde Arbeiten diskutieren können und verinnerlichen können, ist nicht das Richtige. Die sollen schon selbst was schaffen. Wir wollen eigentlich auf dieses Level 6 von Blom kommen. Reguläre Module ist ehrlich gesagt das Einfachste, wenn wir jetzt mal von der KMK-Strukturvorgabe absehen. Wir schmeißen einfach die Abschlussarbeiten raus aus unseren Prüfungsordnungen und sagen, ihr müsst halt ein paar mehr Wahlpflichtmodule machen oder einen freien Wahlbereich vergrößern oder so weiter. Ähm, ist halt schon ganz schön anders als bisher. Ne? Also Benny Jung hatte eben gesagt, Abschlussarbeit ist die Krönung des Studiums, wo nochmal am Ende ganz viel zusammengefasst und so weiter. Das würde man an der Stelle verlieren. Das wäre schon auch ehrlich gesagt schade und es ist auch kurzfristig nicht zu implementieren. Aber andererseits Vorteil wäre, ähm, die Studierenden kennen es, für die wäre es einfacher. Für die sind ja Abschlussarbeiten eher was Schwieriges, Neues und so. Denen würden wir das Leben damit leichter machen an der Stelle. Aber irgendwie, also weiß ich nicht, ich habe es zwar drin, weil es was ist, was glaube ich schon auch manche machen werden, dass sie sagen, wir reduzieren mal kurzfristig den Umfang der Abschlussarbeit auf das Minimum und auf Dauer vielleicht auf null und dann machen wir halt mehr reguläre Module. Aber es ist halt schon ganz schön anders, viel weniger zusammenfassend und Krönung und Abschluss des Studiums und Nummer 6 und die letzte, die ich Ihnen noch mal eben vorstelle. Das war dieses Abschlussarbeit überhaupt oder umfangreiche Abschlussarbeiten nur für die besten Studierenden, während die anderen reguläre Module belegen. Ich war gerade bei der vorherigen Folie ja schon so ein bisschen negativ, wie ich die vorgestellt habe. Ja, und dieses Negative schwingt jetzt hier natürlich auch ein Stückchen mit. Aber ich habe schon auch von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört und wie gesagt, manche US-Unis machen das auch so, dass die sagen, na gut, wir haben ja sowieso relativ viele Studierende an der Uni und nicht jeder von denen ist an der Leistungsspitze und auch nicht jeder von denen will an der Leistungsspitze sein. Warum machen wir denn nicht innerhalb der Studiengänge die Differenzierung, dass wir so den Retail-Bereich für die vielen haben, die dann irgendwie einfach Klausuren, die wir schnell abhaken und korrigieren können, machen. Damit sind die zufrieden. Das ist ein mittleres Leistungslevel und okay. Und es gibt die Spitze, die dann irgendwie die Abschlussarbeit und da viel wissenschaftlicher unterwegs ist und intensiv betreut und viel mehr lernt. Und natürlich muss sich das am Ende auch irgendwie im Zeugnis widerspiegeln, dass man auch weiß, was derjenige dann gelernt und geleistet hat. Vielleicht spiegelt sich in der Note wieder, vielleicht spiegelt sich auch damit, dass jemand dann einen Abschluss mit Honors hat oder dass wir uns irgendwelche neuen Titel ausdenken oder so weiter wieder. Aber warum differenzieren wir nicht innerhalb der Studierendenkohorte? Weil manche meiner Argumente ja eben auch um den Arbeitsaufwand, der dahinter steckte. Also wenn wir uns täglich mit einem Studenten zusammensetzen und mit dem zusammen schauen, wie der mit seiner Abschlussarbeit vorankommt, da kann der ganz viel von lernen und das ist total intensiv und wir können genau einschätzen, was der gemacht hat, aber es skaliert halt nicht gut in den Strukturen, in denen wir unterwegs sind und das ist der Versuch, das hier so ein bisschen zu retten. So, das war, aber ach so, Nachteil
Zweiklassengesellschaft und viele denken sich bei dem, was ich gerade sage, wahrscheinlich auch, äh, nee, also wir wollen schon mehr Gleichmäßigkeit über die Studierenden haben. Jetzt gleich würden wir sie auf dem Whiteboard schicken. Frau Geisler wird jetzt auch im Chat den Link dazu posten. Das hier ist erstmal der Überblick, da können Sie nichts lesen, so klein wie das gerade ist. Was Sie sehen, sind 9 im Prinzip jeweils gleich strukturierte Felder. Ja? Die ersten 6 sind genau die, die ich gerade durchgegangen bin. In der oberen Zeile Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Sie sehen klein da drin, das sind hier immer Screenshots von den Folien, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, für Nummer 1, für Nummer 2, für Nummer 3 und so weiter. Und hier unten haben wir 3 Bereiche für jemanden, der sagt, ist doch total klar, was wir machen sollten. Er hat es noch nicht gesagt, aber es ist doch offensichtlich, es gibt doch eine andere Lösung. Dann schreiben Sie gerne unten Ihre andere Lösung hin. Und ich schalte noch eben eine Folie weiter, dass wir jetzt mal reinzoomen in einen dieser Bereiche. Es gibt jeweils 5 Felder dazu. Ausgestaltungsdetails. Was fällt Ihnen ein? Worauf sollte man achten, wenn man sowas macht? Oder geprüfte Kompetenzen. Was sticht denn dabei besonders heraus? Worauf geht das denn besonders? Und das ist der Bezug natürlich zu der Diskussion, die wir vor der Pause hatten. Was finden Sie so richtig stark und überzeugend an diesem Ansatz? Oder was ist eine Schwäche und wo haben Sie echt Bedenken, ob das inhaltlich sinnvoll ist, ob das rechtlich sinnvoll ist oder nicht? Und nehmen Sie sich doch solche Post-it-Notizen, kleben Sie die in die einzelnen Bereiche, wo Sie was sollen, und schreiben Sie ein paar Worte dazu, was Sie dazu denken. Und geben Sie gern über die Stempelfunktion auf dem Zoom Whiteboard mal Ihre Sympathie für die Sachen ab. Ob Sie das super cool finden oder eine richtig schlechte Idee oder irgendwas dazwischen. Wobei es muss bitte nicht jeder und jeder zu jeder der 6 Optionen was sagen und überall was beitragen und überall eine Sympathie abgeben und so, sondern der Gedanke ist, dass Sie gleich, das ist alles auf einem großen Whiteboard. Wir machen auch noch 6 Breakout-Räume auf für die einzelnen 6 Optionen. Sie können hier im Hauptraum bleiben und still auf das Whiteboard schauen und vor sich hinarbeiten. Wenn Sie sagen, ich möchte über eine der Sachen reden, gehen Sie selbst in den entsprechenden Breakout-Raum, können Sie in Zoom dann auswählen. Sie sehen dann die kleine Schaltfläche Breakout-Räume. Dann können Sie Nummer 1 bis 6 auswählen und auf Beitreten klicken und dann gehen Sie dahin und sehen, wer da ist und können mit denen ein bisschen diskutieren. Und dann schauen wir danach, was das Gesamtbild ist, welche davon die stärksten Sympathien erhält, worauf wir achten müssen und was nicht.